herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich wollte euch heute zeigen, wie ich hier dieses Muster von meinem Hexagon gehäkelt habe. Daraus wird ja eine Hexagonjacke. Ihr seht hier schon einen Teil, der fertig ist. Der ist auch schon zusammengehäkelt oben. Also eine Seite habe ich schon fertig. Dieser hier ist auch fertig, muss aber noch zusammengehäkelt werden. Das wollte ich aber mit euch zusammen machen. Aber vorher wollte ich euch noch zeigen, wie das Muster entstanden ist. Ihr braucht einen Wolle nach eurer Wahl und dann eure Häkelnadel dazu. Ich habe ihn mit 5,5 mm Häkelnadel gehäkelt, die Teile der Hexagonjacke, und damit werde ich es euch jetzt auch zeigen. Ich habe jetzt hier nur ein Beispielgarn. Ihr nehmt bitte das Garn, was ihr gerne für die Jacke haben möchtet. So, ihr macht euren Anschlag und ich habe für hier in der Mitte zu starten einmal 5 Luftmaschen angeschlagen. 1, 2, 3, 4 und 5. So, ich hole euch mal ein bisschen dichter ran, dass ihr das besser seht. Muss ich gucken, dass ich für euch im Bild noch bin. So, also 5 Luftmaschen. Ja, diese Luftmaschen schließt ihr jetzt mit einer Kettmasche. Ich steche immer in diesen hinteren, in das hintere Glied der Masche ein. Könnt ihr aber machen, wie ihr besser klarkommt. Und einmal durchziehen. Jetzt habt ihr einen geschlossenen Ring. Ihr könnt natürlich auch mit diesem magischen Ring starten, je nachdem, womit ihr besser klarkommt. So, dann gehen wir 5 Luftmaschen nach oben. 1, 2, 3, 4 und 5. Nehmen einen Umschlag und machen in die Mitte von unserem Ring ein Stäbchen. 1. So. Und dem folgen noch 2 Stäbchen. 1. Ups. Und 2. So. Also unsere 5 Luftmaschen und 1, 2, 3 Stäbchen. Den 3 Stäbchen folgen jetzt wieder 2 Luftmaschen. 1, 2. Und nun wieder 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2 und 3. So, jetzt haben wir hier unsere erste fertige Ecke. Hier. Da folgt jetzt dann nach diesen 3 Stäbchen wieder 2 Luftmaschen. 2. Das wird die nächste Ecke. Und jetzt wieder 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3. So, und wir haben 2 Ecken. Für das Hexagon brauchen wir natürlich 6 Ecken. Das heißt, wir machen jetzt wieder 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2 und den dritten. Wieder 2 Luftmaschen. 1, eine Ecke, zweite Ecke, dritte Ecke, vierte Ecke. Noch einmal 3 Stäbchen. 3 und 2 Luftmaschen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, die 5. Und noch einmal
2 Stäbchen. 2. Warum nur 2 Stäbchen? Weil wir beim Starten 5 Luftmaschen gemacht haben und 3 Luftmaschen ersetzen uns jetzt das 3. Stäbchen. Das heißt, ihr macht jetzt entweder zählt ihr euch ab 1, 2, 3 in die 3. Luftmasche eine Kettmasche oder ihr stecht um die gesamten Maschen und macht eine Kettmasche. So, und jetzt müsstet ihr 6 Ecken haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn euch das hier in der Mitte zu luftig ist, dann macht einfach eine Luftmasche weniger. Dann könnt ihr auch 4 Luftmaschen machen. Ja, da sind euch gar keine Grenzen gesetzt. Oder mit dem magischen Ring könnt ihr es euch ja zuziehen. Oder ihr geht hin, wenn ihr den Faden ja mitgenommen habt zum Vernähen, dann könnt ihr den auch ein bisschen zuziehen. Ja? Dann müsstet ihr ihn aber jetzt noch einmal vernähen. Oder zum Schluss noch mal vernähen, damit das halt einfach so bleibt in der Enge vom Faden sozusagen. Ja? So, ich würde sagen, ihr seht es, wir starten mal in die nächste Reihe. Ja? Wir starten mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Nehmen einen Umschlag, machen ein Stäbchen um die 2 Luftmaschen und arbeiten so gleich unsere erste Ecke. Jetzt habt ihr eure 3 Luftmaschen und das Stäbchen. Dem folgen jetzt 2 Luftmaschen und in diesen Spalt hier, wo ihr die 2 Luftmaschen am Anfang gemacht hattet, folgen jetzt nochmal 2 Stäbchen. 1, 2. So. Und so werden die Ecken gearbeitet. Ja. Ich setze jetzt, so wie hier, noch einmal eine normale Reihe obendrauf. Das heißt, ihr nehmt den Umschlag und macht in jede Masche ein Stäbchen rein. Das heißt, wir müssten jetzt hier 3 Stäbchen häkeln. 1, 2 und 3. So. Und dann sind wir auch schon wieder an der Ecke. 2 Stäbchen. 1, 2, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen rein. 2. So. Und das macht ihr jetzt bis zum Schluss, bis wir wieder hier am letzten sind. So, ich bin jetzt bei meinen letzten Maschen. In jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen häkeln. 2 und 3. Und dann noch mal kurz ein bisschen Faden holen. Und dann macht ihr hier eine Kettmasche und schließt das Ganze. Ja? Jetzt gehen wir mit Kettmaschen einfach vorne hin in den nächsten Zwischenraum. 1 und 2. So, und jetzt sind wir wieder in der Ecke. Jetzt gehen wir wieder 3 Luftmaschen nach oben und machen wieder ein Stäbchen, 2 Luftmaschen
und 2 Stäbchen. So. Und jetzt machen wir hier dieses kleine Muster. Ja. Ihr nehmt den Umschlag und stecht von hinten in die Masche ein und holt euch nur den einen Faden, also den hinteren Faden oder den unteren Faden eurer Masche. Benutzt ihn nur für dieses. Ihr seht es, so sehen sie von hinten aus. Und hier hinten diesen Faden, den nehmt ihr. Also Umschlag und von hinten in die Masche rein, durch den letzten Faden. Ihr habt dann nur 3 Fäden auf der Nadel und zieht da durch. Noch einmal, also Umschlag, von hinten her einstechen und den Faden holen. Wenn ihr die Maschen so ein bisschen nach vorne dreht zu euch, dann seht ihr den gut. Von hinten flupp und der letzte. Ja, das macht ihr so lange, bis ihr am Ende seid von eurer Reihe mit den Stäbchen. So, seht ihr? Und dann kommt dieses Muster zustande. So habe ich das bei mir gemacht. Dann ist sozusagen dieses V von eurer Masche vorne und der untere Teil der Masche ist hinten. Jetzt sind wir wieder an der Ecke und da machen wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Die Ecken werden immer so gehäkelt, egal wie, aber Ecken werden so gehäkelt. So, und jetzt seht ihr es, hier oben ist unser V sozusagen, also die 2 Fäden unserer Masche, und hier hinten unten ist der Maschenboden, wenn man das so nennt. Ich hoffe, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, so, und ihr müsst unten den unteren Faden, den braucht ihr für euer Muster. Ja, und vergesst nicht hier beim ersten Stäbchen, wenn ihr das nicht seht, müsst ihr eure Maschen ein bisschen rüberschieben. Ja? Also Umschlag holen, von hinten her in die Masche, Faden holen und Stäbchen machen. Ja? Und das macht ihr dann die ganze Reihe durch, bis ihr wieder an der Ecke seid. Also immer von hinten in die Masche den unteren Faden holen und Stäbchen machen. Ja, bis zum Ende der Reihe. Und dann wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und ihr seht es jetzt hier bei mir, es ist ein bisschen eng hier vorne. Also die erste Masche von meinem Stäbchen sieht man nicht so gut. Das heißt, ihr schiebt einfach so ein bisschen rüber und dann seht ihr sie besser. Ja? Und wieder Faden holen, von hinten her in die Masche und Stäbchen. Und so kam das Muster zustande. Es ist super einfach, aber ich finde, das hat einen sehr, sehr schönen Effekt. Es kommt gut raus. Es ist ähnlich vom Aussehen her wie die Reliefstäbchen. Reliefstäbchen, und
Ich finde aber, so kommt die Masche ein bisschen besser zur Geltung. Es ist auch schön weich. Es ist nicht so dick sozusagen, ja. So, jetzt sind wir wieder an der Ecke. Das heißt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und dieses Muster macht ihr jetzt wieder, bis wir hier vorne sind. So, jetzt sind wir an den letzten Maschen. Ihr seht es. Hier die Masche, die ist ein bisschen dicker, weil wir da ja mit den Kettmaschen drin waren. Und da guckt ihr einfach, dass eure Kettmasche vorne liegt und stecht einfach in die obere Masche ein. Ihr seht es, diesmal habe ich 2 Fäden drauf liegen auf meiner Nadel hier. Das ist nicht schlimm, das fällt nachher nicht auf. Ihr macht einfach euer Stäbchen. Seht ihr es? Und durch die Kettmasche läuft das Muster einfach weiter. So, jetzt machen wir hier in unsere 3 Luftmaschen nochmal eine Kettmasche, in das nächste Stäbchen eine Kettmasche und in den Zwischenraum eine Kettmasche. So, seht ihr es? Das wälzt sich jetzt ein bisschen. Ihr seht es aber auch hier bei meinem, was ich hier liegen habe. Das wälzt sich auch noch. Aber nachher, wenn wir das zusammenhäkeln, wälzt sich das nicht mehr. Ja? So, wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dasselbe Muster jetzt einfach wiederholen in jedes Stäbchen. Von hinten einstechen und dann läuft der so weiter. Ich zeige es euch nochmal. Also die erste Masche von hinten her, Faden holen und Stäbchen. Von hinten einstechen, um den Faden rum, Faden holen und weiter geht's. So, und das habe ich dann immer im Wechsel gemacht. Ich habe 2 Reihen mit diesem einfachen Muster gemacht und dann nachher einfach wieder eine Reihe Stäbchen draufgesetzt. Ja. Wir machen das hier mal gerade fertig. Dann sehen wir uns gleich hier vorne sozusagen wieder. So, ihr seht es, ich bin wieder bei den letzten beiden Maschen. Also einfach hinten wieder einstechen von unseren Kettmaschen. Hier hole ich die komplette Masche beim letzten Stäbchen und mache ein Stäbchen. So, und jetzt wieder in die 3 Luftmaschen eine Kettmasche. Und wir gehen wieder mit den Kettmaschen vorne in den Zwischenraum. Ja. Jetzt seht ihr es hier, ist das Muster. Ja?
Und wir starten jetzt wieder mit unserer einfachen Stäbchenreihe. Das heißt, wir gehen 3 Luftmaschen nach oben, machen ein Stäbchen, machen 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum und starten dann hier ganz normal, wie wir ein Stäbchen arbeiten, normal in die Masche, dass wir die beiden Schlaufen, Fäden auf der Nadel haben, also jetzt dann insgesamt 4, und machen ein normales Stäbchen. So, und das dann einmal in der Runde. Ihr seht es, das ist kein schwieriges Muster, aber ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Ne? Also jetzt werden in die normale Masche ganz normale Stäbchen reingehäkelt, in die gesamte Masche. Ich zeige es euch gleich, wie es aussieht. Die Ecken, wie gesagt, werden immer gleich gearbeitet. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So. Ja, und dann seht ihr es hier. Und da kommen dann wieder unser Muster drauf. Also, das Muster besteht aus 3 Reihen, eine normale Stäbchenreihe und dann Stäbchen in den unteren Faden von unserem Maschenglied. Und das häkelt ihr dann so lange, bis der Hexagon für euch passend ist. Ja? So, holen wir euch, wenn es bei euch dann soweit ist, dass es euch passt, könnt ihr hingehen und wir falten dann sozusagen den Hexagon. Ich lege das gerade mal rüber. Ihr habt ja jetzt euren Hexagon hier liegen mit allen Ecken, mit den 6 Ecken, und jetzt falten wir ihn sozusagen das in der Hälfte, also 3 Ecken auf 3 Ecken. Am einfachsten geht es, wenn ihr euch eine Ecke holt und die gegenüberliegende Ecke holt, ja, und die aufeinander legt und da dann hochzieht. So, und dann habt ihr ihn schon fertig. Ihr legt hier noch dann gerade die Ecke auf die Ecke, dass es ordentlich aussieht. Und dann habt ihr euren anderen Körperteil sozusagen, rechts oder links, je nachdem wie, schon fertig. Ich habe jetzt für mich, für meine Größe, das Muster 1, 2, 3, 4, 4-mal komplett und 1-mal halb gehäkelt. Also hier habe ich nur noch eine Muster, einmal das Muster mit dem hinteren Maschenglied mit dem Stäbchen gemacht und einmal noch Stäbchen. Seht ihr es? Da ist nur einmal das Muster und die nächste Reihe habe ich fertig, nicht mehr gehäkelt. Aber das passt mir auch so. Ich habe es mir aber so angepasst, dass ich das hier anziehen kann, jetzt im Frühjahr, wenn ich einen leichten Pulli anhabe, damit das einfach da gut sitzt. Einen dicken Pulli könnte ich da jetzt nicht drunter anziehen, möchte ich auch gar nicht, sondern ich wollte es wirklich jetzt fürs Frühjahr haben, damit man das einfach noch mal ausziehen kann, wenn einem danach ist. Ja, und das ist der Schluss. Ihr seht es, hier habe ich geendet mit meinem. Ich habe noch die Kettmaschen bis in die nächste Masche, in meinen nächsten Zwischenraum gemacht, habe eine Kettmasche gemacht und jetzt ist der Faden da großzügig abgeschnitten worden. Und das wird jetzt sozusagen mein Arm. Ja. So, hier liegt ja Ecke auf Ecke.
Hier gucke ich, dass die 2 Luftmaschen auch auf den 2 Luftmaschen liegen und dass die Maschenglieder dann so nacheinander zusammenlaufen. Ich habe den hier schon mal zusammengenäht gehabt, gehäkelt. Ich habe es gehäkelt und nicht genäht. Und da habe ich mir einfach ein bisschen Wolle noch übrig gelassen. Ja. Hier ist meine Markierung und damit häkele ich jetzt weiter und nehme noch den anderen Arm mit sozusagen. Ich lege ihn aber jetzt links auf links zusammen, weil ich von da aus nähen möchte. Also ich möchte meine Naht, die könnt ihr auch außen haben, ich möchte sie aber lieber innenliegend haben und deswegen tausche ich mir das gerade. Ja? So. Also man faltet es genauso, wie ich es euch eben gezeigt habe. Ecke auf Ecke, Ecke auf Ecke. Und ihr seht es, hier ist jetzt kein Muster, das ist sozusagen links. Und jetzt häkle ich mir den hier einfach weiter. So. Ich habe hier meine Masche und hier mein gehäkeltes. Hier steche ich jetzt einfach in die Maschen ein. Ja, habe ich hier auch und werde hier einfach weiter häkeln. So. Ja. Den hier ziehen wir jetzt auch gerade mal auf links, damit alles richtig ist, damit ihr es auch richtig rum seht. So, so läuft das dann nachher. Und dann ist nachher sind vorne und hinten ist dann noch offen, aber das häkeln wir dann auch noch zusammen. Ich häkel einfach mit festen Maschen einmal dort weiter. Ja, und steche hier jetzt einfach nur in jede Masche ein. Ja? Und mache eine feste Masche. Und dann ist er auch schon zusammengehäkelt. Also wirklich schnell und einfach. So habe ich es jetzt gemacht. Gibt garantiert noch unterschiedliche Methoden, die man machen kann. Man kann es auch so mit diesem schönen Stich, also mit Nadel und Faden vernähen. Da gibt es ja auch einen ganz tollen Stich, der aussieht wie gehäkelt oder gestrickt, je nachdem, wie ihr es gerne machen möchtet. Aber mir gefällt das so sehr gut und es geht einfach. Ich muss keine Nadeln wechseln, ich muss nichts großartig beachten, sondern einfach jede Masche holen und zusammenhäkeln. Ich hole euch gerade noch mal ein bisschen dichter, dann seht ihr es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Ja, ihr seht es hier, eure Maschenglieder sind ja da, man sieht sie, ihr sticht rein von jeder Seite sozusagen und holt euch dann den Faden. So. Und so läuft das bis zum Schluss. So, ihr seht es, ich habe jetzt noch ein bisschen bis vorne hin, habe aber ja auch hier meinen Faden laufen, von hier vorne, wo ich aufgehört hatte. Und den nehme ich mir jetzt einfach mit hier hinter und werde den einfach mit vernähen. Dann ist der weg und den Rest, was da noch rausguckt, werde ich einfach abschneiden. Dann habt ihr keine Arbeit mehr mit Nadel und Faden, sondern man kann ihn einfach, wie gesagt, schnipp, schnapp und ab. Hier muss man dann so ein bisschen wursteln, weil ja hier auch die Kettmaschen drauf sind. Aber das ist eigentlich kein Problem, das kriegt ihr hin.
So, und hier in den Zwischenraum mache ich auch noch mal eine Masche. Und dann eine Luftmasche. Den Faden werde ich dann jetzt abschneiden. Ich meine, den muss man dann noch vernähen, um Himmels Willen. Aber den anderen nicht mehr. So. Und einmal zuziehen. So, und ich meine, der liegt ja innen. Den hier kann man jetzt abschneiden, wenn man möchte. Also bei mir ist da so noch nichts aufgegangen, deswegen handhabe ich das so. Und den hier schneide ich ab, wenn ich ihn richtig vernäht habe. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Wolle übrig und habe ich es sehr gut geschätzt, muss ich sagen, für meine Verhältnisse. Und jetzt gucke ich einfach, wen ich für vorne nehmen möchte, was ich für hinten nehmen möchte. Welchen nach den Farben. Und dann, das hier wird vorne bei mir und das hier wird hinten. Also drehe ich mir die Jacke einmal um. Schneide noch gerade den Faden hier ab von dem Start. So, jetzt wird sie einmal umgedreht. Sie ist immer noch links. Und jetzt werde ich von oben starten. Hier, wo ich meine Markierung habe. Ja, mache mir meinen Faden da fest. Mache mir als erstes einen Anschlag sozusagen. Schaue, hier ist der Zwischenraum und hier ist der Zwischenraum. Also so mache ich das, um Himmels Willen. Kann jeder machen, wie er das gewohnt ist. Ich gehe rein, hole mir den Faden, lasse den Faden hier mitlaufen zum Vernähen und mache als erstes eine Kettmasche. Und dann gucke ich, wo meine Maschen starten und mache dann dasselbe wie eben. Also einfach einmal runterlaufen. Ihr könntet jetzt noch hingehen, wenn ihr den Rücken noch ein bisschen mehr haben wollt, da noch Maschen ansetzen und noch dran häkeln sozusagen. Ich brauche das nicht, ich habe das gern so. Das ist für mich völlig in Ordnung so und deswegen bleibt der dann so. Also da setze ich nichts mehr an, ich nähe das nur noch zusammen. Ja. So. Und das Ganze dann auch wieder bis unten hin. Ja, mit den Kettmaschen. Ja. So. Ach, mit den festen Maschen sind keine Kettmaschen, es sind feste Maschen, Entschuldigung. So. Ihr seht es, den Faden habe ich auch gleich mitgenommen zum Vernähen. Der kann einfach mitlaufen und dann ist er irgendwann weg. Ja? Ich finde, das ist in Ordnung. Ich gehe ja auch immer pfleglich mit meinen Sachen um. Also sie werden getragen. Ich achte ein bisschen darauf und dann ist das okay. Ja. Ja, und das Ganze macht ihr dann bis unten hin. So, wir sind jetzt bei den letzten Maschen. Und hier werde ich auch wieder in den Zwischenraum eine Masche machen, eine Kettmasche dann noch und noch eine Luftmasche drauf. Und dann ziehe ich das wirklich fest zu und schneide ab und vernähe das Ganze dann. So. Und das kann dann, da könnt ihr ruhig so ein bisschen feste ziehen.
Und dann habt ihr das soweit fertig. Ja. So, jetzt haben wir sie ja einmal auf links. Dann drehen wir sie mal richtig. Einmal, zweimal. Und dann habt ihr eine süße kleine Hexagonjacke mit einem süßen Muster. Eine 5er Nadel. Ich zeige sie euch jetzt gleich nochmal. So, einmal komplett. Ich finde hier oben das mit dem so. Also, wartet. Das hier oben, dass das so sozusagen, wo der Kopf ist, dass das ein bisschen enger ist. Ganz angenehm, weil dann rutscht das alles nicht so von den Schultern. Das ist so für mich völlig in Ordnung. Wenn euch das hier oben zu eng ist, könnt ihr ja hier, wie ich eben gesagt habe, hier am Rückteil, bevor ihr zusammennäht, einfach noch 2, 3 Reihen dran häkeln. Also mit einfügen, dass das hier einfach ein bisschen breiter läuft. Ja? Dann dürft ihr aber nicht zuerst die Arme aneinander nähen, sondern müsst erst das Rückteil machen. Ja? Und dann den Rest sozusagen. Ja, und das ist die kleine Hexagonjacke von mir. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Ihr könnt sie natürlich noch variieren. Das ist euren Geschmack überlassen. Ihr könnt noch hier die Ärmelchen erweitern. Ihr könnt noch den Hüfte-Bauchpart erweitern, wie ihr das wollt. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Ich wollte die Jacke jetzt so, die liegt sozusagen genau auf meinem Hosenbund oder an meinem Hosenbund und deswegen finde ich das so super. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, hoffe ich, hat euch die kleine Anleitung gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!